Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pasyantu, ma kaccha dukkha bhag bhavet. Om Shanti, Shanti, Shanti. Good evening, dear brothers and sisters. Welcome in this International Cultural Center, where I've been last time also. It's really beautiful. Thank you. The programs till now, what we have seen was beautiful. Thank you for your kind invitation that I could be here too. Thank you, the organizers and the authorities of this cultural house. Today is a very significant day. It is declared by United Nations honor to Mahatma Gandhi ji, the day of non-violence, and today 2nd October, the birth anniversary of Mahatma Gandhi ji. Gewaltlosigkeit war der Motto von Mahatma Gandhi. Und er hat gesagt, was du möchtest und wie du möchtest die Welt sehen, du sollst dich selbst erst ändern. Be the change you want to see. Die Vorredner haben schön gesagt über Gewaltlosigkeit und Zorn, Streit, ist ein Zeichen von Menschen als Unwissenheit und die Schwäche. Es ist von jener Zeit, von Brahmaloka, Yugas und Yugas. Es gibt leider zwei Kräfte. Asuri Shaktis und Devik Shaktis. Asuras, Satanic oder negativ, Teufel. Devik Shakti, die Götter oder positiv. Beide existieren im Universum und es existiert auch in jedem Lebewesen. Es existiert in Menschen noch immer. Es beim Geburt, vorher, im Mutterleib, diese alle Kräfte wird entwickeln. Es gibt 8,4 Millionen verschiedenen Arten von Lebewesen. Einer von denen ist der Mensch. Gott hat etwas Schönes gegeben zu Menschen, und zwar Intellekt. Und zweite,
Gnade, Mercy, Love, Kindness im Herzen des Menschen. Aber Intellekt braucht eine Erziehung. Erziehung als Mensch zu sein. Nicht das, was wir in der Schule oder Universität, was wir lernen über materielle Welt, sondern erkennen, was ist der Unterschied zwischen Menschen und anderen Lebewesen? Was ist Ziel? Mensch zu sein, warum Gott hat den Menschen hier geschickt. So gesehen, alle Lebewesen sind Gottes Kinder, aber Menschen sind hier als Beschützer. Wir Menschen sollen denken, in der Früh, wann wir aufstehen, ich bin ein Mensch. Allein dieses Wort, ich bin ein Mensch, bedeutet viel. Das ist eine Erweckung in unserem Bewusstsein. Als Mensch, was sollen wir tun und was sollen wir nicht tun? Was in Österreich wird gesagt, es ist nichts menschlich. Und auch es wird gesagt, es ist nicht christlich. Warum? Weil das Christentum sagt auch, du sollst nicht töten. Tue nichts anderes, was du möchtest, nicht, dass zu dir getan wird. Und so, Gandhiji, er hat gelebt, er hat nichts nur gepredigt, aber er hat in Wirklichkeit so erlebt. Er hat gesagt, wir werden Indien befreien vom Engländer, aber nichts mit Gewalt. Wir werden keine Waffen verwenden, sondern nur Non-Violence, Ahimsa, keine Gewalt. Er hat oft gesagt, was in der Bibel gesagt wurde, wenn jemand dir ein Ohrfeige gibt, zeigst deine zweite Wange. Ich lebe in der christlichen Welt hier fast 43 Jahre, habe ich niemanden gesehen, der zweite Wange zeigt. Und habe ich auch nicht gesehen, dass jemand gibt dir eine Ohrfeige. Aber man sieht, überall in der ganzen Welt, in allen Religionen, Religion ist nur eine Gummistempel geworden. Gandhiji in India, in Politik, ist nur geblieben als Rubberstamp. Leider, und es ist traurig, es wird nichts gefolgt, was er gesagt hat. Gewaltlosigkeit oder Gewalt ist nicht nur physisch. Man kann jemanden töten, emotionell, intellektuell, sozial, Politik, etc. Und solche Gedanken, Zorn, ist eine Schwäche von einem Menschen. Gier ist Unwissenheit von einem Menschen. Und
Eine Rache üben ist Dummheit von einem Mensch. Ein Mensch ist ganz nah zu Gott durch seine Taten, spirituelle Gedanken, spirituelles Übung und Leben. Leider in der ganzen Welt. Es fehlt zwei in Erziehung, Spiritualität und ethische Prinzipien. Jeder möchte es, etwas studieren, Geld zu verdienen. In Kali Yuga, in dieser Eisenstadt, Geld ist Gott. Es ist eine competition and challenges in this world. Wer wird Reichste in dieser Welt? Wer wird der Reichste in meinem Land, in meiner Gesellschaft? Leider, es gibt keine Competition, wer ist der Heiligste oder wer wird Heiligste. Niemand übt, niemand betet. Man sieht sogar am Sonntag, viele Kirchen sind leer oder sitzen dort alte Leute. Wir haben kein Interesse. Wir haben das verloren. Wo liegt die Fehler? In unseren Eltern. So beste Erziehung ist im Schoß, on the lap of the parents. Die Eltern sollen Zeit haben für Kinder. Jetzt ist wieder ein Trend, Fessen, dass vorher du ein Kind kriegst, du sollst einen Babysitter schaffen. Wenn du keine Babysitter hast, ist es Schande für dich. Na bitte. Jeden Abend, die Eltern sind irgendwo anderes. Kind ist mit Babysitter. Babysitter bringt das Kind in den Kindergarten und zurück, bringt in die Schule und zurück. Ab und zu, die Eltern haben die Zeit für das Kind. Und das Kind weiß nichts, wer ist Eltern. Babysitter oder Eltern. Die beste Erziehung ist ein Familiensystem. So, ich bin ein Mensch. Zweiter Gedanke, was bedeutet für mich, ein Mensch zu sein? Mensch kann verzeihen. Und wer verzeihen kann, wer verstehen kann, wird verstehen, auch Jesus gesagt, Vater, forgive them, they don't know what they are doing. Was gemacht ist, oder was die machen, ist außer Unwissenheit. Und Mensch ist ein Wissen. Mensch hat das Licht, das Wissen. Dritter Gedanke, ja, mich macht Mensch die Eigenschaften. Welche Eigenschaften sind menschlich und welche ist die teuflisch? Da sagt in Vedas und in Hindu-Religion Ahimsa Paramo Dharma, Gewaltlosigkeit ist das höchste Prinzip. Keiner Gott sagt, du sollst töten. Und nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere. Schmerzen verursachen und wir sehen, wie viel die Tiere leiden. Wie viele gibt es
wo die Kühe und die paar Schweine und die Hühner wird gehalten. Wie die leben, welche Schmerzen die haben. Die Tiere haben auch eine psychische Schmerzen und physische Schmerzen. Mensch ist Gier geworden und Gandhi sagte, Mother Nature have enough for your need, but not for your greed. Für Milch, was machen die mit Kühen? Die Kühenmilch, Euter sagt man? Euter. Haben die manipuliert, so groß gemacht, dass für eine Kuh ist unmöglich niedersitzen. Und wenn sie sitzt, kann sie nicht aufstehen. Schmerzen. Ständig, Tag pro Tag, Monat pro Monat, nur steht auf den 4 Beinen. Beine sind geschwollen. Wer hört die Qual und innere Weinen von den Tieren? So, Gewaltlosigkeit ist nichts nur gegenüber Menschen, sondern alle Lebewesen, inklusive auch der Natur. So, es ist ein schönes Weg, es ist ein göttliches Weg und es ist der Weg, der unser Ziel verwirklichen können, mit Gewaltlosigkeit leben. Verstehen, wir machen alle Fehler. Wir sind doch nur die Menschen noch. Aber wir haben Wissen, was Gott gegeben hat im Herzen, Gnade. Alle beten, man geht in die Kirche zur Heiligen Mutter Maria. Holy Mother Maria, I pray for thy mercy. So, Mercy, Gnade hat jede Mutter, jede Frau. Und Verzeihung und eine Stärke, the strength to understand and forgive and not to lead the wars and fighting against each other, the man must have Viveka to understand. So gesehen auch in diesem Augenblick, wenn wir blicken in das Weltbild, wie viele Leute leiden. Es ist noch immer Krieg dort. Wie viele Kinder und Familien leben in Angst. In Österreich, man kann sagen, dank zu Gott, es ist wirklich eine Insel der Seligen. Es ist in Österreich ist wirklich ein gutes Leben. Und wir haben im Auto gesprochen über viele the social securities and many things with Mr. Reisel, Gunther. Austria is still the best, in my opinion, in the world, and I congratulate the Austrians for that. Burgenland ist ein Land, Gott hat gesegnet. The soil is very rich, and people have multicultures. Hungarians, Croatians, some Slovakians, and also die Österreicher. Multiculture. Heute wir sind ein Zentrum für die Kultur, Multiculture.
Wo die Kultur ist, da sind die Menschen. Und wo die Menschen gehen, bringen Kultur mit. Jeder bringt seine Kultur. Und jeder sagt, meine Kultur ist die beste Kultur. Ja, jede Kultur ist eine gute Kultur. Aber einer sagte, the best culture is agriculture. Und diese Agrikultur haben die Menschen auch verdorben, manipuliert. Vorher eine Dame gesprochen über eine Art von natürliches Leben und biologisches Sachen und so weiter, Gedanken, auch nicht zu viele Papiere verwenden und so weiter. Wo ist das jetzt in Österreich? Schwer zu finden. Als ich kam, erste Mal in Österreich, kaum war ein Wort über biologisches Essen. Kaum. Und wenn jemand hat gesagt, über biologisches Gemüse, und manche Leute haben gesagt, was meinst du? Da war es eine Bewegung mit Makrobiotik essen. Das war viel gesund, aber leider Sojabean ist auch genmanipuliert und seit der makrobiotischen Diät ist auch zurückgegangen. So viel Gift wird gestreut überall, wo es gute, gesunde Nahrung gibt. Schuld sind wir alle. Es ist nicht nur der im Schlachthof ein Tier schlagt, sondern es beginnt die Sünde von dort, wenn Tiersucht macht. Dann die Karma kommt größer, wer das verkauft. Und dann kommt zu Karma zu diejenigen, wer das Tier in den Schlachthof bringt. Und dann, der Karma, wer das schlachtet, ein Tier, tötet. Aber der größte Teil von diesen alle Sünden gehen zu denjenigen, die essen. Und alle Vegetarier werden, unsere Kühe und Hühner und Schweine werden ganz frei. Aber Mensch denkt das nicht. Wenn ich zum Zahnarzt gehe und der Zahnarzt sagt mir, Swamiji, wir müssen leider eine Spritze geben. Ja? Ihr denkt, Swamiji ist Yogi und ist stark. Ja? Ich zeige mir als stark. Aber ich bin auch wie ihr. Die Spritze kommt, mein Puls wird hoch. Ich nehme mein Mala in Hand, sage Deep Niranjan Sabduk Bhanjan, oh Gott, bitte schnell. Eine winzige, kleine, dünne Nadel, die geht in unseren Fleisch oder den Gaumen hin. Es ist keine starken Schmerzen, aber wir haben. Nur vom Hören, wir müssen leider Spritze geben, beginnt schon Angst. Dann bringt der Arzt eine Spritze in die Hand. Ich mache immer Augen zu und Mund auf, das ist alles. Und man sagt, bitte Mund aufmachen. So die Tiere spüren tagelange diese Schmerzen. Und Sünde ist die Schmerzen, diejenigen verursacht. Sterben wir werden sowieso. Und die Tiere sind auch nicht so blöd, dass die nicht wissen, was passiert jetzt. So, Gewaltlosigkeit ist nicht nur für Menschen gedacht, sondern für alle Lebewesen und Natur und auch die Flüsse, die Teiche, Seen und Ozean. Es ist leider durcheinander.
Voriges Wochenende, glaube ich, war in United Nations, New York, war eine Women Congress. And for the change of the climates in the world and to bring the peace, the women can do. So, da waren in CNN, haben die interviewt, 2, 3 Frauen. Und die haben gesagt, yes, the woman can change the world. And I agree, yes, they can change the world. Weil Erziehung beginnt mit Mutter. Und Mutter gibt eine Erziehung, das Kind, wann Kind ist in Mutterleib. Ihre positive Gedanken, spirituelles Gedanken, sie spricht mit das Kind. Alle Muttern sitzen hier, ich gratuliere denen und die wissen mehr als ich. Ich war bis jetzt nicht schwanger und glaube, werde ich nie. Aber was ich höre, in Hinduismus und in Upanishad, Vedas, wird gesagt, erster Gott ist die Mutter. Matri Devo Bhava, Pitra Devo Bhava, Acharya Devo Bhava. So, erster Gott ist die Mutter. Und Mutter kann die Kinder Erziehung geben. Aber wenn die Mutter ist nicht dort, ist nur ein Babysitter. Was sollen wir erwarten von unserer Jugend jetzt, wie die Jugend ist? Mother and Father, die können die Welt ändern, sonst sehen wir schwarz. So, heute ist Gandhis Geburtstag, wir gratulieren ihm auch. Und es ist ein Tag der Gewaltlosigkeit. In der ganzen Welt wird gefeiert, überall in UNO und in Regierungsgebäuden, in International Societies werden heute. Und vor ein paar Tagen war World Peace Day. So, wir tun viel, aber wir vergessen nach einem Vortrag oder Programm, wir gehen nach Hause. Wie war es? Na ja, war schön. Das ist alles. Heute wir sollen Sankalpa machen. Durch meinen Körper, durch meine Gedanken, durch meine Worte, durch mein Schreiben und durch mein Wirken werde ich niemanden Schmerzen verursachen. Das ist Sankalpa bedeutet uns selbst versprechen. Und so, der Gandhiji sagte, weil die haben Gandhiji gefragt, aber schau mal, wie die Engländer machen. Der Discovery Channel vor ein paar Monaten gezeigt hat, ich weiß nicht, ob wir gesehen haben, der größte Holocaust, und Millionen Menschen sind umgebracht worden, das war in Indien. Aber das ist politisch nicht weiter gesagt wird. Es war nicht nur in Österreich, es war in mehreren Ländern. Gandhiji hat gesagt, so Leute haben gesagt, schau mal, was passiert, was machen die? Er hat gesagt, we hate the sin, not the sinner. Und das ist das. So viel verdauen, verstehen, die Gefühle vom anderen und die Fehler vom anderen, ist Arbeit nur eine weise Person oder eine besondere Seele, der vom Universum kommt. So, multicultural nowadays is very important to understand and live together. Es gibt keine Rassen.
der Wissenschaftler hat gesagt, es gibt keinen Rassismus, es gibt keine Rasse. Es gibt nur eines und das heißt der Mensch. Es gibt nur eines, heißt die Kuh. Es gibt eines, heißt der Pferd, etc. Oder Schlange. Und so, der erste Mensch war in Himalaya. Und zwar, wo Kailash Mount ist in Tibet. The provision of China. Und dort ist was gerade, wo der Shiva, Swayambhu, er hat sich manifestiert. Alle anderen haben Eltern, nur der Shiva nichts. So wir sind alle Menschen, egal von welchem Land, ob es ist Japaner, Chinesen, Aborigines of Australia, oder Maoris, Inder, Afrikaner, Mexikaner oder hier Europa. Menschen ist der Mensch. So Frieden, Gandhiji sagte, es gibt keinen Weg zum Friede, sondern Friede selber ist ein Weg. Friede beginnt vom eigenen Herzens und Wohltätigkeit oder Charity begins from own home. So wir alle haben unser Ziel noch nichts verwirklicht. This life is a journey, not a destination. Aber das ist der letzte Meilenstein. Wir sollen das nicht versäumen. So, spirituelle und ethische Prinzipien im Leben akzeptieren bedeutet Gewaltlosigkeit. Danke, wünsche euch allen alles Gute, Gottes Segen noch einmal. Und wir sagen ein Friedensgebet. Und zwar, Herr, führe uns von Unwirklichkeit zur Wirklichkeit. Herr, führe uns von Dunkelheit zum das Licht und führe uns vom Tod zur Unsterblichkeit. Gesundheit, Frieden und Harmonie und Vollkommenheit möge überall sein. Möge die ganze Welt glücklich sein. Friede, Friede, Friede. Wer kennt oder wissen dieses Friedensgebet, kann mit mir singen. Asato ma sadagamaya tammaso ma jyotir gamaya mrityurma amritam gamaya Sarvesam swastir bhavatu Sarvesam shantir bhavatu Sarvesam mangalam bhavatu Sarvesam purnam bhavatu Loka samasta sukhino bhavam Naham karata Prabhudip Maha Prabhudip Karata hi ke Om Shanti Shanti
Shanti. Hari Om. Thank you.